Ja, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch der Akademie für Menschliche Medizin. Heute habe ich wieder als Gesprächspartner den Dr. Wiechert, der zum einen für uns als Ansprechpartner dient bei neuen technischen Errungenschaften, die er in seiner Praxis praktiziert und dann darüber berichten kann. Wir haben vorhin über das 3D-Vektor-EKG gesprochen und wollen uns jetzt aber über ein aktuelles Thema unterhalten, weil es immer aktueller wird, das Thema, nämlich Long-Covid, das heißt die Folgen von einer Covid-19-Infektion, aber auch die Sorge, was eventuell eine Impfung an Nebenwirkungen haben könnte. Herzlich willkommen, Herr Kollege Wiechert, zum nächsten Gespräch. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Herr Professor Spitz. Ich freue mich auf unsere Diskussion. Ja, also dann mitten hinein. Wir haben Millionen von Menschen, die geimpft worden sind. Wir haben ein etliches Trüppchen, was immer noch Sorge hat. Und da ist die Frage nun, haben wir wirklich ein Krankheitsbild Long-Covid? Gibt es eine verzögerte, persistierende Infektion? Wie sieht das aus? Wie sehen Sie das aus Ihrer praktischen Erfahrung? Wir sind ja mit dem Long-Covid relativ früh dran. Also es ist ja so eine echte Langzeitbeobachtung dazu nicht da, außer man greift zurück auf SARS-CoV-1, wo es ja schon Datenlage gibt, wo man bei dem medizinischen Personal, was infiziert war, wohl eine Nachverfolgung gemacht hat und so in etwa 15% der Fälle wohl so etwas wie Long-Covid gesehen hat. Die Definition von Long-Covid ist zwar in Leitlinien festgesetzt, aber eine echte, sagen wir mal, biochemische Untersuchungsmethode dazu wird ja noch nicht beschrieben. Wenn man sich das chronische Müdigkeitssyndrom, die myalgische Enzephalitis anschaut, dann geht es da um Funktionstests, wie man zum Beispiel Kraftaufwand hat. Kilopont, eine sehr gute Sendung auf Arte. Die rätselhafte Erkrankung ist da jedem zu empfehlen, um sich das mal anzuschauen. Und in diesem Film sieht man bei Minute 30 bis 35 auch den Dr. Prusti von der Uni Würzburg. Und der zeigt dort sehr anschaulich anhand Fluoreszenz markierter Mitochondrienbilder, wie sich Autoantikörper, die man also bei CFS-Patienten gefunden hat, innerhalb von 24 bis 48 Stunden über gesunde Mitochondrien hermachen und deren Netzwerkverbindung, die Tunnelproteine, fragmentieren und dadurch die mitochondriale Funktion richtig runterfahren. Und das führt, oder das zahnt mit der Erfahrung, dass man mit seiner seiner Mental Fitness in der Lage ist, durchaus mal auch eine Leistung zu bringen, die über eine gewisse Grenze hinausgeht und wo das Umfeld sagt so, hey, dir geht's aber gut, ich weiß gar nicht, was du immer hast. Und 24 bis 48 Stunden später sind die total platt und können das Haus nicht verlassen. Und da hat der Dr. Prust die Verbindung gesehen zu Autoantikörpern und zu MikroRNA-Schnipseln, die eben bei einer Aktivierung von Epstein-Barr-Virus und von humanem Herpes simplex Virus 6 auftreten. Und es gibt Literatur, die durchaus sagt, dass auch eine Covid-Infektion zu einer Reaktivierung der Epstein-Barr-Virus-Infektion führen kann. Und damit würde das über diese Schiene, das ist zumindest ein Erklärungsansatz, das erklären können, warum solche eine Schwäche auftritt. Ich habe noch keine offizielle Studie gefunden, die sagt, dass die Impfung, die ja auch in die gleiche Richtung irgendwo geht, einen ähnlichen Effekt auslösen kann. Aber gerade bei denen, die also nach der Impfung über ein verzögertes Müdigkeitssyndrom, eine Erschöpfung oder sagen, ich komme lange nicht mehr dahin, wo ich vorher war, berichten, wäre es sicherlich sinnvoll, auch in dieser Richtung Untersuchungen vorzunehmen, um das Ganze mal ein bisschen objektiver auch beleuchten zu können. Was haben Sie denn anzubieten im Augenblick, um so jemanden diagnostisch zu helfen, dass man sagt, also vielleicht hast du ja doch nur einen Schoppen zu viel getrunken oder du hast wirklich Veränderungen. Und was haben Sie dann im zweiten Schritt eventuell auch therapeutisch in Ihrer Hausapotheke? Also zunächst mal ist natürlich eine wichtige Anamnese da, um zu gucken, passt das, hängt das überhaupt zusammen? Dann gibt es so klassische Parameter, dass man nach Entzündung, also CRP hochsensitiv kennt ja jeder, das ist ein Point-of-Care-Wert, da kann der Patient drauf warten, erstmal gucken, natürlich ein Differentialblutbild sich anschauen, man kann einen Zytokinstatus machen, um zu gucken, wo im Körper proinflammatorische Botenstoffe vielleicht doch unterwegs sind oder nicht. Und es ist natürlich auch möglich, sogenannte Autoantikörper, also zum Beispiel C1Q oder auch Antikörper für Epstein-Barr oder humanes Herpes simplex Virus zum Beispiel zu bestimmen, um mal zu gucken, wie hoch sind denn die Titer grundsätzlich eigentlich. Und die Firma CureVac, die ja nun mit dem Impfstoff leider so ein bisschen
ins Hintertreffen geraten ist, hat aber eben eine Substanz, das BC007 im Portfolio, und das ist eigentlich eine Forschung für Autoantikörper, die am Herzen wirken und dort eben verhindern, dass Neurotransmitter am Herzen andocken können, und wenn diese Autoantikörper, die das verhindern, weggefangen werden, dann können die Neurotransmitter wieder angreifen und dann können dort auch das Herz wieder besser arbeiten, und dann können natürlich auch die Mitochondrien besser arbeiten, weil auch deren Brennstoffprofil ist natürlich durch Neurotransmitter steuerbar. Und das ist aber noch in Studien, das ist also noch nicht als Medikament verfügbar, aber zumindest kann man jetzt diese Antikörper dort bestimmen, also das wird mittlerweile kommerziell angeboten. Gut. Und therapeutisch, wenn jetzt jemand sagt, also ich bin im Keller und ich denke, dass das ist und es könnte halt sein, kann man ihn stützen, kann man ihn... Ja, da geht es darum, dass man sich die mitochondrialen Mikronährstoffe anschaut, also man sucht therapierbare Therapieerfolgshindernisse, denn erfahrungsgemäß sind ja überschießende Immunreaktionen dann im Vordergrund, wenn limitierende Gegenregulation des Körpers nicht greifen. Und die greifen in der Regel nicht, weil sie nicht wollen, sondern meistens, weil sie nicht können. Und weil sie nicht können, ist eben immer die Frage, warum nicht. Und das ist dann meistens mit einer Symptomtherapie nicht so einfach machbar. Klar, es gibt Immunsuppressoren, das ist das, was ja standardmäßig eingesetzt wird. Aber wenn es um die Modulation des Immunsystems geht, dann haben wir ja zum Beispiel das Vitamin D auf dem Schirm. Wir wissen bei Zytokinstürmen von den Vitamin C-Infusionen, was die leisten können. Wir wissen aus anderen Veröffentlichungen, auch wenn andere B-Vitamine, B6 zum Beispiel mangeln, auch die können einen Zytokinsturm auslösen und können eben auch dazu führen, dass eine Entzündung sich verchronifiziert und nicht zur Ausheilung kommt. Also es macht Sinn, sich ich will jetzt nicht jeden Einzelwert aufzählen, einen Überblick verschafft, wie man also an mitochondrialen Mikronährstoffen, alles was da für die Zelle notwendig ist, erstmal schaut, wo ist was im Mangel. Das schwächste Glied der Kette bestimmt die Reißfestigkeit. Wenn ich einen 20 Komponenten Kleber habe und eine Komponente fehlt, wird die Pampe nicht hart. Also da macht es Sinn, wirklich zu gucken. Und dann kann man sich natürlich auch die mitochondrialen Funktionen gezielt angucken, verschiedenste Gruppen. Man kann erstmal gucken, wie viel Mitochondrien habe ich überhaupt, wie viel Standgas müssen die produzieren und können die produzieren. Das kann man im gewaschenen Zustand sehen, das kann man sehen, wenn man das Plasma dazu gibt, dann weiß man nicht, was in dem Plasma drin ist, aber es ist das drin, was gerade in dem Körper des Patienten ist, und man sieht, führt das zu einer Verbesserung oder zu einer Verschlechterung. Man kann gucken, wie sind antioxidative Enzymsysteme aufgestellt, wie viele Deletionsmutanten gibt es. Man kann in einer Wasserstoffperoxid-Titrationsreihe gucken, wie hoch ist die oxidative Stressresilienz der Mitochondrien. Wenn schon kleinster oxidativer Stress zu einem Leistungseinbruch führt, weiß ich, dass ich auf dieser antioxidativen Schiene relativ viel machen muss und dass bei allen meinen Maßnahmen, die ich vorschlage, ich äußerst vorsichtig vorgehen muss. Ich kann sogar die Komplexe der Atmungskette mittlerweile darstellen, 1, 2 und 4, 3 noch nicht, um zu gucken, sind die als komplex kaputt, oder wenn die in Ordnung sind, dann weiß ich, es sind eben die Kofaktoren, um die es geht. Ich kann die Brennstoffprofile mir anschauen, zum Beispiel der Thrombozyten, das sind die mit dem höchsten Energiebedarf, die sind vergleichbar auch mit den Muskeln, sind vergleichbar mit den Nervenzellen, sodass man dann eben sehen kann, und die haben keinen Zellkern, die können nicht mogeln, das heißt, die müssen also wirklich das harte Leben widerspiegeln. Die werden natürlich im Knochenmark gebildet, da gibt es natürlich einen Zellkern, die werden ja innerhalb von 4 Wochen im Blut einmal komplett ausgetauscht. Das heißt, ich kann auch sehr gut eine Verlaufskontrolle machen innerhalb von 4 Wochen, ob das, was ich mache, überhaupt in die richtige Richtung geht. Ich kann mir natürlich die PBMC angucken, also die Lymphozyten oder auch die Monozyten. Und die haben natürlich unterschiedliche Brennstoffprofile, und gerade bei den Lymphozyten kann ich mir die CD8-Zellen rausgreifen, die etwas mit der Virusabwehr, mit der Tumorabwehr zu tun haben, kann mir deren bioenergetischen Gesundheitsindex anschauen. Da sehe ich zum Beispiel als Absolutwert, wie viel Sauerstoff die bei unbegrenzt vorhandenem Sauerstoff überhaupt verbrennen können. Und oftmals ist es so, dass sie wirklich nur 10-20% dessen, was ein normaler, gesunder Mensch an Sauerstoff überhaupt verbrennt, unter maximaler Energieanforderung verbrennen können. Und auf dieser niedrigen Ebene muss dann noch geguckt werden, wie viel von dem Sauerstoff ist wirklich für die ATP-Bildung da, wie viel ist für das Mitochondrien selber da, dass es sich reinigt, putzt, Entgiftungsprozesse verwendet, immunologische Prozesse verwendet. Also das ist alles sichtbar machen, man kann das objektivieren und kann damit sozusagen nach dem Motto, du bildest dir das nur ein, deine ganzen normalen Laborparameter sind in Ordnung, das kann nichts sein, du musst jetzt Psychotherapie machen, was ja nicht falsch sein kann, aber ist eben wichtig, in Abgleich zu bringen, auch mit der Biochemie dazu. Also das kann man wirklich machen. Also es ist phänomenal, was in Bezug auf die Mitochondrien inzwischen alles als Diagnostik möglich ist.
Und da haben Sie ja nun schon sehr früh angefangen, sich sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Daher resultiert auch diese lange Latte, die Sie aufgezählt haben. Gut, jetzt haben wir aber ja noch eine Gruppe im Volk, die auch sehr weit verbreitet im Personalbereich, im medizinischen Personalbereich ist, nämlich Menschen, die auf der einen Seite Sorge haben, sich impfen zu lassen, weil es eben ein Blitzzulassung gewesen ist, nämlich das Standardverfahren. Auf der anderen Seite aber mehr und mehr Druck bekommen, dass sie die Impfung brauchen, um ihren Beruf ausüben zu können. Und was können wir diesen Mitmenschen sagen, diesen Mitbürgern sagen, was können sie tun, wenn sie sich denn doch entschließen, sich impfen zu lassen, damit die Impfung möglichst effektiv ist und auf der anderen Seite möglichst risikoarm? Also die Bedenken, die geäußert werden, beruhen ja darauf, dass es eben eine Vielzahl von Fällen gibt, wo es Nachwirkungen gibt, die man nicht erleben möchte. Dass man also auch sagt, selbst im Beruf, wenn mich diese Nachwirkung trifft, kann ich meinen Laden zumachen. Und es ist ja keiner, der dann sozusagen diese Ausfälle auch bezahlt. Andererseits ist ja auch nicht klar, dass wenn ich mich infiziere mit dem Wildvirus, ich die gleichen Nebenwirkungen haben muss, als wenn ich geimpft bin. Auch diesen Vergleich gibt es ja nicht. Und wenn ich den Zeitpunkt festlege, wann ich mich impfen lasse, dann und führe uns nicht in Versuchung, setze ich den Zeitpunkt, wo etwas passieren kann. Wenn mich ein Virus so trifft, dann ist es schicksalsgegeben. Und wenn ich trotz meiner Maßnahmen, dass ich also meine Mikronährstoffe optimiere, dass ich Abstand halte, dass ich mich gesund halte, dass ich ja auch vielleicht mal Untersuchungen mache, zu denen ich gleich komme und vielleicht feststelle, ich habe eigentlich eine ganz gute Grundimmunität, dann muss es eigentlich auch, wie früher bei den Frauen, mein Bauch gehört mir, auch gesagt werden dürfen, mein Körper gehört mir und ich entscheide, was da reinkommt oder was nicht. Und insofern gibt es ja eine gute Studienlage, oder anders gesagt, wir wissen alle aus dem letzten Jahr, das stellt ja keiner in Frage, dass 80% der Infizierten davon gar nichts merken. Wir wissen, dass 20% davon etwas merken und dass davon ein kleiner Prozentsatz richtig schwer krank wird und ein Teil davon auf die Intensivstation kommt und ein Großteil von denen, die da hinkommen, dort auch bleiben, also versterben. Und das ist der schlimme Verlauf. Wir wissen aber nicht, also bis auf einige Veröffentlichungen mit Vitamin D, mit Vitamin C, mit B6-Geschichten, vielleicht auch Darmmikrobiom oder der Einsatz von irgendwelchen Resolvinen, also das sind ja alles Einzelstudien, wissen wir jedenfalls nichts Großes, wo man sagen kann, also dass man, wenn die da hinkommen, guckt, woran es fehlt. Was wir aber beide gemeinsam wissen, ist, dass zum Beispiel überwiegend ältere Menschen davon betroffen sind und auch die Listen, die man ja beim Robert-Koch-Institut sehen kann, zeigen ja unterschiedliche Gefährdungsgruppen auf. Darüber gab es ja in dem epidemiologischen Bulletin im Februar eine gute Darstellung. Mit Professor König hatte ich das ja auch diskutiert und wir hatten diese Liste ja auch eingeblendet und hatten seinerzeit schon über Sinn und Unsinn der Kinderimpfung diskutiert, weil die ja nun wirklich im geringsten Risikobereich stecken. Und wenn man aber einen Kontakt zu allen möglichen Erkältungsviren hat, zu denen ja auch saisonale Coronaviren gehören, dann haben die eine Kreuzantigenität, auch gegenüber dem SARS-CoV-1 und auch dem SARS-CoV-2-Virus. Und die moderne Studienlage zeigt eigentlich, dass wenn man eine solche Grundimmunität hat, dann hat man eben auch eine Grundimmunität gegenüber SARS-CoV-2. Also vermutlich ist deren Verlauf bei einer Infektion blander, als wenn ich das nicht habe. Also wenn ich mich ständig hinter einer Maske verstecke und dann jetzt im Sommer schon mit Respiratory Syncytial Virus infiziert bin, wie es in Israel der Fall ist oder tagesaktuell lesen wir in den Fachzeitschriften, dass die Kinder momentan übermäßig im Sommer mit Schnupfenviren jetzt in Kontakt kommen und erkranken, wirklich erkranken, weil sie über ein langes Zeitfenster ihr Immunsystem nicht mehr haben trainieren können, weil sie ja durch diesen Abstand und durch die Maske sich vor allem geschützt haben und use it or lose it. Die Frage ist, kann man das irgendwie objektiv untermauern? Ja, man kann das. Man kann also A gucken, gibt es Antikörper gegen diese verschiedenen saisonalen Coronaviren und gerade das NL63 hat den Vorteil, dass es den gleichen Rezeptor nutzt, nämlich den ACE2-Rezeptor, über den auch SARS-CoV-2 sozusagen in die Zelle will. Und was neu ist, richtig neu, aber richtig gut, man kann die T-Zellimmunität auch gegen diese saisonalen Coronaviren bestimmen. Und die T-Zellimmunität ist deswegen so wichtig, weil die an der Oberfläche unterwegs ist und sozusagen unseren Körper nach außen sichert. Und das SARS-CoV geht ja nicht über die Haut, sondern es geht über die Schleimhaut, es geht also über die Konjunktiven der Augen, es geht über den Nasenrachenraum, es geht über die Lunge, wir haben den Magen-Darm-Trakt, wir haben die Vaginalschleimhaut.
aber ansonsten haben wir keine Schleimhäute. Und auf dieser Schleimhaut werden durch die Impfung keine IgA-Antikörper ausgebildet, die ja dort notwendig wären, um dort den Job zu machen, sondern wir müssen mit den T-Zellen arbeiten. Und diese T-Zellimmunität kann man jetzt messen. Und wenn dann die Zellen es schaffen, in irgendeiner Form diese Zellen zu aktivieren, also da reinzukommen und sich vermehren zu wollen, dann werden sie bereits über die T-Zellen abgetötet. Die Zelle geht, die dieses Virus beherbergt, in die Apoptose, in den natürlichen Zelltod, und es kann sich nicht vermehren und es wird weniger. Und das erklärt auch, selbst bei einer Impfung werden ja T-Zellimmunitäten erzeugt, erklärt auch, dass die die Virusfreisetzung auch bei Geimpften vermutlich geringer ist als bei Ungeimpften. Oder bei denen, die eben keine T-Zellimmunität haben. Wir wissen aber momentan, dass die Delta-Variante sich ja windpockenartig verbreitet, und ob ich da nun 100% Viren aushuste oder ob ich 3 x 40% aushuste, das ist in Bezug auf das Infektionsrisiko der anderen Schnuppe. Das bedeutet, wenn ich also eine 2G-Regel fahre und diese Erkenntnis, die auch unumstößlich da ist, überhaupt nicht akzeptiere, wahrnehme, also völlig ausblende, dann verbreite ich natürlich auch dieses Virus mit der Delta-Variante selbst bei Geimpften extrem weiter. Wenn ich jetzt also diese T-Zellimmunität habe und dann gibt es weitere Studien, die zeigen, dass die geeignet ist, gegen jegliche Form einer Variante, also einer Mutation, dieses Virus, was da ja noch kommen wird, ähnlich wie bei Grippe, weil es ja auch dort jedes Jahr ein Antigen-Shift und Drift gibt, wir uns ja eigentlich immer wieder neu impfen müssen, es sei denn, wir schaffen es, dass wir eine gute T-Zellimmunität aufbauen. Und für die T-Zellimmunität brauchen wir Vitamin D. Es hat einen Vitamin D-Rezeptor. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Älteren gehen, die eben nur das Gesicht und die Hände vielleicht mal der Sonne zeigen, und wir haben jetzt bald den 15. Oktober, die Erdkippung, wir haben den UV-Index kleiner 3, wir können bis Mitte April, selbst wenn die Sonne scheint, zwar braun werden, aber wir können leider kein Vitamin D bilden, dann erklärt das natürlich auch, warum wir in den Wintermonaten eben infektionsgefährdeter sind als in den Sommermonaten und auch speziell in den Seniorenheimen, die häufig gar nicht vor die Tür kommen und auch nicht ergänzt werden mit solchen Substanzen. Und das ist sozusagen die Option, dass man hergeht, man kann von der Vitalstoffversorgung, man kann von der laborchemischen Untersuchung sich anhand der neutralisierenden Antikörper und anhand der T-Zellimmunität eben auch einen objektiven Befund beschaffen, wie man immunologisch aufgestellt ist. Und auch das muss von der Regierung dann letztendlich als wissenschaftlich akzeptiert und auch als Alternative zu einem Impfpass aus meiner Sicht gesehen werden, um damit dann sozusagen auch als ungeimpfter, aber eben gut immunisiert aufgestellter gleichwertig behandelt werden zu können. Das wäre sicherlich sehr wünschenswert, nur ich sehe vom System her, ich bin jetzt 50 Jahre in diesem System unterwegs, dass das mit Sicherheit dauern wird. Deswegen nochmal konkrete Frage. Krankenschwester XY, Pfleger XY steht vor der Alternative, du kriegst deinen Job nicht mehr oder du lässt dich impfen. Was würden Sie dem empfehlen, wie er sich vorbereiten kann, um eben diese Impfung, wenn er sich denn dazu entschließt, möglichst gut zu überstehen? Also wenn er sich dazu entschließt, sollte er im Vorfeld gucken, wie sein Immunsystem aufgestellt ist, ob er über den Functional Sensitivity Test überhaupt in der Lage ist, auf Viruskontakte zu reagieren. Man sollte gucken, ob die Mikronährstoffe ausreichend aufgefüllt sind, damit das Immunsystem nicht überreagiert. Wenn das Geld dafür nicht da ist, ist es ja auch immer eine Frage, wie viel kann man als Krankenschwester für sowas überhaupt ausgeben. Dann sollte also mindestens ein CRP-Wert und ein Differentialblutbild gemacht werden. Wenn ich dann schon sehe, ich habe eine Eosinopenie, also gar keine eosinophilen Granulozyten, bin ich gefährdeter. Wenn ich schon vornherein erhöhte D-Dimere habe, bin ich gefährdeter. Wenn ich erhöhte Thrombozyten habe, dann ist das ein Hinweis auf eine unterschwellige Entzündung, bin ich gefährdeter. Wenn die Thrombozyten von vornherein zu niedrig sind, bin ich eigentlich ebenfalls gefährdeter. Dann sollte ich natürlich gucken, in welchem Alter bin ich. Wenn ich noch Menstruationen habe, kommen für mich ja nur die mRNA-Impfstoffe in Frage. Wenn ich dann die Wahl habe zu wählen, dann zeigt ja die amerikanische Studie, dass Comirnaty ja nur 42% Wirkung noch gegenüber der Delta-Variante hat, während Moderna mit dem Spikevax ja im Grunde genommen bei noch über 70% liegt. Ist jetzt auch schon 6-8 Wochen her, also man müsste aktuellere Daten haben. Aber das waren die seinerzeit ersten offiziellen Daten aus Amerika zu der Delta-Variante.
Also auch das sind Dinge, die man bringen sollte. Und ich würde eben sagen, wirklich gucken, habe ich eine T-Zellimmunität gegenüber den saisonalen Coronaviren? Kann ich auch dagegen anargumentieren? Denn wenn mir tatsächlich etwas passiert und ich anschließend nicht arbeiten kann, dann bin ich noch ein Weilchen krankgeschrieben und irgendwann stehe ich auf der Straße. Und ich muss im Grunde genommen immer, damit ich überhaupt eine Beweisfähigkeit habe, einen Wert vor Impfung haben und wenn ich dann Beschwerden habe, einen Wert nach Impfung. Weil wenn ich das nicht vorweisen kann, werde ich niemals, aber auch nirgend, vor keinem Gericht und nirgendwo Anspruch auf irgendeine Erstattung haben. Ja, wir haben ja das andere Problem, ohne das zu vertiefen, aber das andere Problem, dass offensichtlich auch im Falle eines positiven Impferfolges es zu einer Reinfektion kommen kann, aus den verschiedenen Gründen, die Sie eben ja aufgelistet haben. Und damit ist eigentlich der Zweck der Impfung, gerade auch im Bereich des Personals, der ist im Grunde genommen ja konterkariert. Wer weiß denn, ob er wirklich geschützt ist und damit auch seine Patienten geschützt sind? Es ist so, dass also die durchlebte Erkrankung gegenüber der geimpften Immunität so ist, dass der Geimpfte noch 27 Mal häufiger erkrankt und auch mehr Viren produziert als der die Erkrankung durchlebt hat. Und wenn man sich jetzt Israel anguckt, die ja nahezu durchgeimpft sind, bis auf die wirklich ganz kleinen Kindergruppen, dann impfen die jetzt ja zum 3. Mal, weil sie eben eine Wirkung mit der Impfung erzielen, aber eben keine ausreichende. Und innerhalb von 4 Wochen einen Abfall der Antikörpertiter von 40% haben. Und das ist natürlich keine Lösung, zumal ja gerade auch bei den jungen Menschen, die alle mitgeimpft werden, das Risiko für eine Herzmuskelentzündung ja nun durchaus deutlich höher ist als bei Nichtimpfung. Und die Studienlage, die sich weltweit mit der Erkrankung beschäftigt, sagt ja, dass der Wildvirusinfekt zu mehr Entzündungen des Herzens führt als die Impfung. Dagegen steht eine jetzt ganz neue Studie, wo man mit einem Herz-MRT eben Erkrankte gegenüber Nicht-Erkrankten bei Herzmuskelentzündung verglichen hat. Und damit hat man sehr objektive Werte, die nicht nur im Auge des Betrachters eines Echos, Herzechos stehen, sondern wenn man den Datensatz 20 anderen Kardiologen oder radiologischen Kardiologen vorlegt, müssen die zu gleichen Erkenntnissen kommen und hat eben gesehen, dass es dort zu keiner Häufung und zu keinem schwerwiegenderen Verlauf kommt. Und dann gewinnt natürlich die Nebenwirkung der Impfung eine ganz andere Bedeutung. Ja. Israel ist vielleicht auch noch mal insofern interessant, weil dort hat man eine zusätzliche Risikogruppe festgestellt, die eben nichts mit Alter oder Krankheit zu tun hat, sondern die mit der Religion zu tun hat. Das sind die orthodoxen Juden, die komplett mit Schwarz zugehängt, wie im Iran die Frauen rumlaufen und von daher grottenschlechte Vitamin-D-Werte haben. Und die gehören heute in Israel zu den Hochrisikogruppen in der Bevölkerung für einen Infekt, aber auch eben für einen fehlenden Impferfolg. Das deckt sich ja mit der Erkenntnis aus 2010, dass eben die T-Zellimmunität einen Vitamin-D-Rezeptor hat und wenn der nicht bestückt wird, dann gibt es keine T-Zellimmunität. Ja. Es gibt aber auch noch eine andere Gruppe, nämlich auch ungefähr 20%, die sind nicht in der Lage, die entsprechenden neutralisierenden Antikörper zu bilden. Die bilden zwar Antikörper, aber keine neutralisierenden. Das heißt, wenn man sich jetzt einen Impftiter anschaut, sollte man immer nach neutralisierenden Antikörpern gucken. Wenn es nämlich keine neutralisierenden sind, also nicht 96, 98%, sondern vielleicht nur 40%, dann besteht eben die Gefahr, dass tatsächlich das Virus durch den Kontakt zu diesem Antikörper nicht gehemmt, sondern sogar gefördert wird. Und das könnte eben 20% der Bevölkerung laut Statistik betreffen. Das haben wir bisher noch nicht als Real-Lifetime-Daten gefunden, aber das ist eben auch in Studiendaten bisher untersucht. Vielleicht ein letzter Aspekt noch. Wir wissen, dass im Bereich von Autoimmunerkrankungen das Thema Vitamin-D-Resistenz aktuell ist. Sie haben Selbsterfahrung auch mit der Multiple Sklerose. Das heißt, hier gibt es offensichtlich einen Bedarf im Körper für wesentlich höhere Vitamin-D-Spiegel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben nicht nur ein Problem im Rahmen der Autoimmunität ist, sondern generelles Immunsystem. Und das würde bedeuten, dass eben ein
bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung, und wir gehen aufgrund der vorliegenden Studien davon aus, etwa so 20-30% sind, etwa ein Drittel, dass die wesentlich mehr Vitamin D benötigen. Und damit würden diejenigen, die so gerade um die 30 Nanogramm rumkrebsen, die würden dann durch diesen speziellen Resistenzmechanismus auch in dem Bereich liegen, wo sie nicht ausreichend versorgt sind. Und damit unterhalten wir automatisch immer eine Gruppe, in der Bevölkerung, die ein vermehrtes Risiko hat. Also ich denke mal, wir werden in den nächsten Jahren über die Standardempfehlung 4.000 Einheiten langsam aber sicher höher gehen und eher auf Dauer bei 10.000 Einheiten landen, ohne jetzt irgendwo in die 100.000 zu gehen, einfach um die eine relative Resistenz haben, besser zu versorgen. Also ich schaue mir die Patienten also immer individuell an. Ich messe natürlich das Vitamin D und dann kriegen sie zunächst mal die Empfehlung für 5 Tage je 20.000 Einheiten zu nehmen und an Tag 7 messen wir dann neu. Und dann sehe ich ja, was haben 100.000 Einheiten gebracht, wie viele Einheiten bringen wie viel Nanogramm pro Milliliter oder Mikrogramm pro Liter. Und dann kann ich ja ausrechnen, wie viel er noch braucht, um in meinen Zielbereich zu kommen. Ich strebe also bei Leuten, die keine Autoimmunerkrankungen haben, erstmal einen Wert von 50 an. Und begründe das darauf, dass es ja Studien gibt, die zeigen, dass bei einem Wert von 50 Nanogramm pro Milliliter bei einem Infarkt das Infarktareal halb so groß ist wie bei einem Wert von 30. Und bei dem Wert von 30 ist die Regenerationszeit in den ersten 3 Monaten doppelt so schnell wie ein Wert von 20. Habe ich mal auf einem Vortrag von einem Professor Spitz gehört. Und dann habe ich natürlich geguckt, wo ist die Literaturstelle dazu. Die gibt es natürlich auch und die kriegt der Patient jedes Mal mitgeliefert, wenn ich ihm den Befund interpretiere. Und dann gibt es noch eine ganz andere Erkenntnis, die auch vielen nicht bekannt ist. Alle wissen natürlich, ja, Vitamin D-Gabe täglich ist besser als eine Impulstherapie, wie die Studienlage bei gleich hohen Titern ja zeigt. Und die Begründung dafür ist, dass eben dieses frei verfügbare Vitamin D im Blut tatsächlich eine relativ kurze Halbwertszeit hat und dass man darüber hinaus auch eine Studie gefunden hat, wonach Vitamin D, also freies Vitamin D, in der Lage ist, Nitrosierungen aufzulösen, also Stickstoffverbindungen wie zum Beispiel Nitrotyrosin und damit also Enzymsysteme oder auch Bausteine, die zwar messbar da sind, aber nicht verfügbar sind, wieder verfügbar gemacht werden. Und dieser Effekt hält für 4 bis 5 Stunden an und dann hat sich dieses freie Vitamin D wieder verbraucht. Und deswegen empfehle ich meinen Patienten, die Tagesdosis, die wir dann nachher errechnen, zu dritteln. Und da ist die Empfehlung, wenn wir über die essentiellen Öle, die ja auch Thema der Therapie sind, sprechen, dass wir eine dunkle Glasflasche nehmen und dann den Wochenbedarf an diesen Ölen alle in eine Flasche gießen und dort dann sozusagen die auch fettlöslichen Vitamine, die wir ermittelt haben, die nötig sind, dazu tropfen, das dann verschwenken und dann den Tagesbedarf geteilt durch 3, morgens, mittags, abends, also morgens ans Müsli, mittags übers Gemüse und abends vielleicht an den Salat oder den Quark oder was weiß ich für einen Aufstrich man da hat, geben. Und damit hat man eben auch diesen Nebeneffekt, dass diese Nitrosierung sich wieder lösen können, auch 3-mal täglich und hat gleichzeitig auch mit allen anderen fettlöslichen Vitaminen, die ja in Fetten gelöst deutlich besser resorbiert werden und auch Teil des Essens werden, also nicht auf dem Löffel irgendwo separat, sondern wirklich in das Essen eingebunden werden können. Und damit eigentlich deutlich bessere Effekte. Und ja, da nutzen wir das Vitamin D nochmal mit einem Side-Effekt. Ja, sehr schön, das ist ein toller Tipp. Wobei, bitte nochmal dran denken, mit dem Essen zusammen ist gut, aber bitte nicht kochen. Ja, sondern wenn das Essen fertig ist, dann erst dieses Öl hineintun. Ja, also ich denke, da haben wir nochmal einen großen Bogen geschlagen. Ich möchte zum Schluss noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben zurzeit angeschoben einen internationalen Kongress, Thema Covid-19 und Vitamin D, haben etwa 20 Keynote-Speaker dazu eingeladen, die ihre Erfahrungen weltweit entsprechend dort einbringen werden. Das Ganze wird im November für 14 Tage lang online stehen. Das heißt also, Sie können, wann immer Sie Lust und Zeit haben, sich Ihre Vorträge anhören und müssen nicht alles an einem Wochenende abdienen. Und das Ticket kostet 50 Euro. Das heißt also ein minimaler Betrag, um sich über die neuesten Informationen dort zu beschaffen. Die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, auch unter anderem wollen wir auch nochmal das Thema Schwangerschaft dann auf den Tisch legen. Auch da haben junge Frauen ja durchaus Überlegungen, ob sie sich impfen lassen können oder nicht. Das heißt also, Einladungen, wenn Sie sich schlau machen wollen, hier kommt im November nochmal eine Möglichkeit, dort einzusteigen. Wir werden unter dem Video in dem Text, wenn wir den Link positionieren, sodass Sie sich dort auf der Landingpage, die es schon gibt, entsprechend orientieren können.
So, Herr Wiechert, dann sage ich für heute ganz herzlichen Dank. Das war ein interessantes Gespräch und ich freue mich auf die vielen weiteren, die hoffentlich kommen werden. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Danke. Tschüss. Tschüss.